Hallo meine Lieben, ich hatte euch im Video, wo es ums Plotten für Einsteiger ging, mal gesagt, dass ihr auch Schablonen damit erstellen könnt. Und daraus wollte ich heute ein Projekt machen. Wir erstellen eine Schablone und werden damit dann ein Holzschild gestalten. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so ein kleines Brettchen, wo ihr einen Menüplan für die Woche drauf machen könnt. Ich werde euch zwei Varianten zeigen, eines mit Stencil Material und eines mit Vinylfolie, damit ihr auch die Unterschiede seht. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Ich will euch in diesem Video gleich zwei Sachen zeigen, nämlich wie ihr einerseits einen Stencil mit Vinylfolie machen könnt und dann will ich euch aber auch zeigen, wie ihr mit dem Stencil Material eine Schablone machen könnt, weil das Thema ist, dass das Vinyl, das könnt ihr einmal verwenden und danach müsst ihr es wegschmeißen und das Stencil Material, das könnt ihr abwaschen und dann wieder verwenden. Von dem her wollte ich euch einfach beides mal zeigen und euch auch so ein bisschen die Vor- und Nachteile zeigen. Damit wir aber überhaupt was haben, das wir ausplotten können, müssen wir zuerst auf den Canvas. Auf dem Canvas mache ich jeweils Folgendes. Ich habe das Ganze schon ein bisschen vorbereitet, einfach damit wir hier nicht zu viel Zeit verlieren. Und was ich bei solchen Projekten als allererstes mache, ist, ich zeichne mir das Holzbrett auf den Canvas auf, damit ich weiß, wie viel Platz ich hier insgesamt haben werde. Inklusive auch da, wo die Ausbuchtung ist, damit ich da nichts drüber schreibe. Das ist der erste Schritt, den ich mache. Das sperre ich dann, damit ich einfach sehe, okay, hier habe ich einen Platz. Dann gehe ich hin und das erste, was ich euch zeige, nämlich dieses Menü, das wird das sein, was ich mit dem Stencil Material machen werde. Weil da habe ich auch eine Schriftart genommen, die für Stencils geeignet ist. Ihr müsst etwas haben, ich zeige es euch hier, wo es hier keine Sachen hat, die innen drin ausgeschnitten werden. Wenn der geschlossen wäre, würde das im Stencil Material das Ganze einfach ausschneiden und dann hättet ihr hier was, wo ihr den nicht richtig erkennt. Von dem her müsst ihr gucken, wenn ihr mit dem Stencil Material arbeitet, dass ihr da halt auch eine Schriftart habt, die für Stencils geeignet ist. Die hier, das ist Rufina Stencil, die ich mir heruntergeladen habe. Also nehme ich hier dieses Menü und das ist auf Schneiden gestellt. Dann als zweites mache ich mir dann so einen Rahmen. Ich mache es wieder ein bisschen kleiner, damit ihr das Holzbrett auch seht. Ich werde ja mit dieser Schablone nur am oberen Teil des Brettes arbeiten und deshalb habe ich mir hier um diesen Stencil-Raum so einen Rahmen gemacht. Das heißt, meine Schablone wird diese Größe haben und dann habe ich genug Platz um die Buchstaben herum, damit ich hier nicht Gefahr laufe, dass ich mit der Farbe drauf komme, also aufs Brett drauf komme, dort wo ich das nicht sollte. Dann, was ich mir als weiteres gemacht habe, ist die Wörter von Montag bis Sonntag angeordnet. Ich habe hier eine Schriftart genommen, die jetzt nicht zwingend für Stencils geeignet ist, aber dadurch, dass ich das mit der Vinylfolie machen werde, wird das so funktionieren. Und ihr seht dann auch, wie das funktioniert. Hier auch wieder habe ich einen Rahmen gemacht, damit ich hier das Ganze ausschneiden kann. Und was ich zusätzlich gemacht habe, für die Klammern, die ihr auf dem Brett gesehen habt, damit die auch sauber angeordnet sind, habe ich hier eine Reihe von Punkten, 7 an der Anzahl natürlich, auch schön hier platziert. Und die werde ich zusammen mit den Wörtern auch ausschneiden.
Was ich dann auch noch gemacht habe, einfach um zu überprüfen, dass die Klammern auch wirklich genug Platz haben, habe ich die Größe von den Klammern abgemessen und die kurz hier platziert. Und da ich sehe, dass es Zwischenräume hat, weiß ich, okay, das wird funktionieren. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt in 2 Paketen an den Plotter übergeben. Einerseits mache ich zuerst diese hier mit der Vinylfolie und als zweites mache ich dann das mit dem Stencil Material. Deshalb mache ich jetzt die Klammern weg, Vinyl behalte ich, Stencil weg, Holzbrett weg. Und was ich jeweils mache zum Plotten, ich nehme die hier oben an den Rand und dann funktioniert das für mich am besten dann auch, um die Vinylfolie zu platzieren. Das gebe ich jetzt an den Plotter und dann gucken wir uns das Ganze am Plotter an. So, jetzt holen wir uns zuerst die Datei auf den Plotter. Gehe ich hier auf Home, Muster, rufe die Datei ab, sehe ich hier, okay, habe ich, sage okay. Ich sage, ich will das schneiden und der braucht dafür 4 Minuten. Jetzt müssen wir auch das Messer noch kurz einstellen. Ich schneide Vinylfolie immer auf eine 2,5, aber das ist, weil mein Messer nicht mehr ganz so frisch ist. Da am Anfang habe ich das immer auf eine 2 geschnitten. Dann nehme ich hier meine Matte und klebe die Vinylfolie eben oben und links ausgerichtet auf diese Fläche drauf. So, dann gebe ich die in den Plotter rein. Und jetzt sage ich dem Schneiden. So, und wenn er damit fertig ist, dann kann ich die Matte wieder rausnehmen und das Stück davon lösen. Jetzt mache ich gleich auch das zweite Design. Als zweites nehmen wir jetzt noch den Stencil. Das war hier das Wortmenü und dann den Rahmen um den Stencil drumherum. Da muss ich logischerweise auch die Sperre aufheben und dann übergebe ich dieses auch an den Plotter. So, und dann müssen wir auch hier das Muster abholen. Menü, wunderbar, okay. Ich will das schneiden. Das geht dann ein bisschen schnell, das ist nur 1 Minute. Wir müssen hier aber jetzt noch das Messer einstellen und da gehe ich beim Stencil effektiv auf eine 8 hoch. So, dann nehme ich wieder die Arbeitsmatte und lege da, wo das Design ist, das Stencil Material drauf und gebe das auch wieder in den Plotter. Und dann sage ich auch hier loslegen. Und wenn er fertig ist, kann ich es wieder rausnehmen. Und das war es dann auch schon mit dem Plotter. So, jetzt, wenn ich die abziehe, sehen wir auch schon, dass das wunderbar geklappt hat. Die Buchstaben sind hier drauf geblieben und ich habe hier mein Design. Jetzt, damit das hier gut auf dem Brett haftet nachher, weil das werde ich ja hier drauf bringen, damit das hier gut drauf haftet und mir die Farbe nicht runterläuft, werde ich das auf der Rückseite noch kurz mit dem Post-it Spray besprayen und das mache ich kurz draußen.
So, und das lasse ich jetzt kurz trocknen. Und in der Zeit arbeite ich am anderen Stencil. Und hier schneide ich nur kurz das ein bisschen zurecht, weil ich hier ein größeres Stück hatte, als der Stencil ist. So. Und jetzt brauchen wir das Entgitterungswerkzeug. Und zwar, normalerweise machen wir es ja so, dass wir die Buchstaben stehen lassen und alles drumherum nehmen. Hier machen wir es anders. Hier nehme ich nur diesen Rahmen weg, den ich ja absichtlich, ich hatte ja absichtlich definiert, wie groß dieses Rechteck sein soll. Schmeißt den Rahmen nicht weg, weil wir werden da einen Streifen davon brauchen, um nachher die Punkte wieder abzudecken. Diese Punkte, die löse ich jetzt raus, weil die dienen mir zur Orientierung, wo ich die Löcher machen muss für die Klammern. So, und jetzt geht es darum, ihr werdet das eigentlich, ihr seht das ganz sicher nicht, weil das spiegelt hier gerade so ein bisschen, aber was ihr jetzt macht, eben anstatt die Hülle um die Wörter, ihr löst jetzt hier effektiv die Wörter raus. Und da einfach darauf achten, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel Zwischenräume habt in den Buchstaben, dass die nicht mitkommen. Hier zum Beispiel beim E, ne? Das Teil hier drinnen muss drin bleiben. Ebenso beim D. Ihr habt gesehen, jetzt hat sich versucht, das innere Teil vom A mitzulösen. Den habe ich einfach dann mit dem Haken wieder runtergedrückt. So, und das gehe ich jetzt durch und mache das mit allen Buchstaben und bin dann wieder zurück, wenn ich fertig bin. So, und wenn ihr damit durch seid, dann können wir das Ganze auf dem Brett platzieren. Und zwar, das Stencil Material, das geht ganz einfach. Das lege ich mir hier kurz hier hin. Und bei der Vinylfolie müssen wir das noch übertragen. Nicht erschrecken, es ist eine Riesenrolle, ich weiß, aber ich verwende die immer wieder halt. Und deshalb macht es bei mir Sinn, ein bisschen was Größeres zu kaufen. Da lege ich mir die jetzt hin, mit der Schrift oder mit dem Kleber nach unten. Schneide mir das Stück aus. Schneide ich mir jetzt ganz kurz noch zurecht, und zwar so, dass ich diese schwarzen Kante entlang fahre. Das mache ich jetzt nicht von Hand, sondern kurz mit meiner Schneidemaschine. So, das habe ich jetzt kurz zurechtgeschnitten und jetzt muss ich gucken, dass diese Übertragungsfolie da gut drauf klebt. Deshalb drücke ich das kurz mit einem Rakel fest. Und dann löse ich hinten diese Abdeckfolie und muss dann einfach beim Ablösen wirklich gucken, dass jedes einzelne Stück hier mitkommt. Dass nichts hier drauf haften bleibt. Wenn das doch der Fall ist, drückt ihr das einfach nochmal fest. So,
Und jetzt kann ich diese klebende Seite vom Vinylsticker kann ich auf das Brett bringen. Und ich hatte es ja vorher so gemacht, dass ich mich hier unten, auf der linken Seite und auf der unteren Seite orientiert habe, damit es dann auch richtig sitzt. Genau da bringe ich das jetzt an. Und das drücke ich jetzt auch wieder mit dem Rakel auf das Brett fest, damit das wirklich gut haftet und mir da nachher die Farbe nicht runterläuft. Zum Brett habe ich noch gar nichts gesagt, ne? Dieses Brett, ich mache euch den Link rein, wo ich das gekauft habe. Das war vorher ein ganz normales helles Holzbrett und ich habe dann hier von dieser Micolor, das ist eine Aqua Holzbeize, finde ich absolut Hammer, weil die färbt eigentlich das Holz sehr schnell, also die braucht extrem wenig davon. Das habe ich mit einem Tuch aufgetragen oder drüber gestrichen und es gibt halt eine extrem schöne, also ihr seht immer noch die Holzmaserung, aber trotzdem ist es schön dunkel und es trocknet halt einfach auch extrem schnell für ungeduldige Menschen wie mich, ne? So, jetzt können wir die Übertragungsfolie lösen. So. Und ich ziehe die immer so mit dem Finger quasi vom Brett weg. Und wirklich gucken, dass da nichts mehr an der Übertragungsfolie haftet. So, und jetzt habe ich noch gerade einen Fehler entdeckt. Friday hat ein I, ne? Das habe ich vergessen rauszunehmen. Das kann ich jetzt aber noch machen. So, jetzt hat der Friday auch ein I-Pünktchen. Sonst noch irgendwas falsch gemacht? Nee, wunderbar. So, das ist der eine Stencil und der haftet jetzt wirklich super an diesem Holzbrett. Jetzt, was ich jetzt mache, diese Kreise hatte ich ja nur gemacht, damit ich weiß, wo ich nachher meine Klammern platzieren will. Und deshalb gehe ich hier mit einer Ahle rein und mache mir in der Mitte davon jeweils jetzt ein Loch rein, damit ich das nachher noch weiß, wo das war. So, das habe ich jetzt gemacht und jetzt nehme ich ein Stück von diesem Abschnitt vorhin, den wir hatten, als wir das Ganze ausgeplottet haben. Und das klebe ich jetzt hier über die Kreise drüber, weil da will ich ja nicht, dass Farbe drauf kommt. So, das ist die eine Schablone. Fertig. Gleichzeitig mache ich jetzt noch die andere Schablone drauf. Da hatte ich mich oben orientiert und trotzdem an, dass es mittig ist und das Loch nicht verdeckt, das hier oben drin ist. Gerade und jetzt drücke ich das hier so aufs Holz drauf, weil ich hatte ja extra diesen 3M Spray drauf gemacht, damit mir die Farbe nicht unter den Stencil drunter läuft. So, das sollte funktionieren. Und jetzt brauchen wir Farbe. Ich habe hier einen Weißlack, Acrylfarbe, dann habe ich hier so einen Stupser. Manche machen das mit Pinseln. Ich finde es halt einfach, weil ich will die Farbe nicht drunter schieben, ich will, dass sie drauf sitzt. Und deshalb mache ich hier das mit so einem Pinsel. Ihr seht, ich trage immer Handschuhe. Dann nehme ich von dieser Acrylfarbe auf und nebendran habe ich so ein Stück Alufolie und da tupfe ich das zuerst ab, bevor ich hier drauf gehe. Und dann tupfe ich einfach das ganze Ding ab. Gebt da wirklich nur ein bisschen Farbe drauf und dann könnt ihr nachher noch ein zweites Mal drüber gehen. Ist einfach besser, damit euch die Farbe nicht unter den Stencil drunter läuft.
Dasselbe mache ich auch mit dem Vinyl-Stencil. Einfach gucken, dass ihr alles erwischt, aber nicht hier außerhalb auf das Brett drauf geht. So, dann gehe ich nochmal von oben her drüber. Dann lasse ich das kurz ein bisschen trocken und mache dann nochmal eine Schicht. So, und das lasse ich jetzt kurz trocknen. So, ich habe das jetzt kurz ein bisschen trocknen lassen und jetzt nehmen wir zuerst die obere Folie weg. Vorsichtig, ne? Et voilà. Das könnt ihr beiseite legen und nachher spülen, damit ihr das wiederverwenden könnt. Jetzt machen wir das gleiche noch mit der Vinylfolie. Nehmt einfach mal die Teile, die mitkommen. Und den Rest kümmern wir uns nachher noch. Und jetzt müssen wir uns noch um die Zwischenteile kümmern. So, jetzt lasse ich das hier effektiv ein paar Stunden trocknen und wenn ich das Gefühl habe, okay, es ist trocken, gehe ich hier mit einem Klarlack drüber, um das Ganze zu versiegeln. Natürlich werde ich hier dann diese weißen Pünktchen, Krümel vorher wegputzen, damit das wirklich voll sauber ist, aber ich will zuerst, dass das komplett durchtrocknet einmal. So, ich habe das Ganze noch mit Acrylsprühlack eingesprüht, damit es dann auch wirklich drauf bleibt und nicht so empfindlich ist. Dann habe ich diese Klammern mit einer Schraube ins Brett gemacht und dann habe ich hier auch schon so kleine Zettelchen dran gemacht, damit ihr das Prinzip davon seht. Die kann man dann einfach wieder auf die Klammer drücken und die Zettel rausnehmen. Ja, das ist das, was ich euch zeigen wollte. Also, ne, oben Stencil. Habt ihr halt einfach, ihr müsst eine Stencil-Schrift haben, damit sich die Innenräume da nicht lösen. Und ihr seht, ich habe den Stencil effektiv auch wieder sauber gekriegt. Wenn die Acrylfarbe ein bisschen zu trocken ist, dann könnt ihr sonst mit Nagellackentferner drüber, das geht auch. Und dann könnt ihr den immer wieder verwenden. Also das Pro hier ist wirklich, ihr könnt eigentlich schneller arbeiten damit, weil man kann das wirklich drauf machen und den wunderbar wieder lösen, sauber machen und wieder verwenden. Beim anderen mit der Vinylfolie ist es, ihr habt zwar ein akkurateres Ergebnis, das heißt, ihr könnt auch mit Schriften arbeiten, die Innenräume haben, aber es ist ein bisschen ein Gefriemel, weil ihr müsst dann diese einzelnen Teile alle auch mit dem Entgitterungstool wieder rauslösen und er ist nur einmal verwendbar. So, das ist das, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!